Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin im Kundendienst bei Kempa und heute zeige ich euch wichtige Punkte am Stockbuster. Für eine optimale Mulcharbeit soll der Vorsatzanbau im Winkel 11 Grad plus minus einen halben Grad betragen und dieses hängt von den Reifenkombinationen, die man an Häcksler hat. Um das Heben und Senken der Stockbuster-Mulchanheiten zu steuern, wird das Signal der externen Sili-Mittelanlage genutzt. Hierzu muss der mitgelieferte Kabelbaum mit der Steckdose A montiert werden. Wie hier zu sehen ist, der Kabelbaum muss mit Kabelbinder hinter der vorderen Abdeckung befestigt werden. Man geht dann durch die rechte seitliche Abdeckung des Häcksler rein und schließt den Kabelbaum an die zweipolige Steckverbindung mit der Beschriftung ZX an, um die Stromversorgung herzustellen. Beachten Sie beim Stockbuster anbauen, dass der Druckluftschlauch zusätzlich angeschlossen werden muss. Für die Stockbuster-Funktion muss der Häcksler softwaretechnisch vorbereitet sein. Das prüft man, indem man vom Startbildschirm auf Service hier geht und dann auf Modul, auf dieses. Und dann, man muss ja unter den verschiedenen Modulen gucken, dass unser Modul VBM A069 mindestens die Version 2.4.6 drauf hat. Und hier haben wir 2.4.7. Vor jeder Service-Anstellung oder Wartungsarbeiten an den Stockbuster-Einheiten muss man hier an diesem Ventil diesen Knopf aufmachen, damit die Hauben druckfrei werden. Nach dem Anbau des Vorsatzes muss man auch die Schüttfüße vorne abbauen. Vor dem ersten Ansatz muss man beachten, dass man ja die beiden mittleren Schlägel anbaut, da und das nochmal dazu die mittleren Gummischützen hier am Vorsatz anbringen. Man stellt dann die beiden mittleren Kuffenverlängerungen parallel zum Boden ein, über diese Schrauben hier. Dazu sollen die Haubenkuffe hier über das Langloch komplett nach unten runtergeschoben werden und das ist ja die Startposition, die wir entfernen. Bei Bedarf können diese Kufen über diesen Langloch Stück für Stück nach oben angestellt werden, um die Stockbuster-Einheiten aggressiver anzustellen. Auf der linken Seite des Vorsatzes kann man an diesem Regelventil hier den Bodenanpressdruck einstellen, indem man hier an diesen Knopf zieht und dann dreht. Und hier sieht man, wie der Druck angestellt wird. Um die maximale zulässige Transportbreite einzuhalten, kann man bei den beiden äußeren Gleitkuffenverlängerungen die über diese beide Schrauben nach innen anstellen. Das Stockbuster-Fahrwerk ist speziell auf die Mulcheinheiten am Vorsatz angepasst. Deswegen darf man nicht einen Stockbuster-Vorsatz mit einem Standard 400 Fahrwerk koppeln bzw. fahren. Nach dem Ansatz soll man täglich das Druckluftsystem am Vorsatz wasserfrei machen, indem man hier entweder an diese Knopf hier dreht und das. Dazu soll man ja an den beiden Kessel links und rechts an den Vorsatz das Wasser ablassen, indem man hier an diesen Ring zieht. Und das gleiche macht man auch an den Kessel am Häcksler.
Man sollte diese Stelle zwischen Stockbosserhaube und Grundrahmen auf Dreckansammlung oder Erdeansammlung regelmäßig prüfen und gegebenenfalls reinigen, damit ja die Haube vollständig hochklappen können. Ansonsten, es kann dazu kommen, dass ja die Haube nicht mehr komplett hochklappen können und sind beim Rückwärtsfahren von den Bügeln nicht mehr geschützt. Beim nassen oder Schwerbodenbedingungen, es kann dazu kommen, dass sich ja Dreck oder Erde sich an den Haube anklebt. Man soll einfach hier gucken und dann reinigen. Das gleiche gilt für die Stelle hier. Bei der Demontage des Schlägels, man muss erstmal beachten, dass der Schlägel vom Verdrehen blockiert werden und dass man hier einfach an diese eine Schraube abschraubt. Das waren die wichtigsten Punkte am Stockposter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte.